Geht los. Ja, liebe Uhrenfreunde, willkommen im Kunsthandel Andrewitsch in der Stahlburggasse 2. Ich darf Ihnen heute einen Regulator präsentieren. Was ist ein Regulator? Ein Regulator ist eine Wanduhr mit einem Gang von mindestens 31 Tagen, einem Monat und einer Sekundenanzeige. Ja, dieser Regulator, umgangssprachlich Tacheluhr genannt, hat eine ungewöhnliche Gangdauer, nämlich von 2 Monaten. Wir kennen den Uhrentypus als Monatsuhr, wir kennen ihn vereinzelt als 3- oder 4-Monats-Uhr, aber eine Gangdauer von 2 Monaten ist äußerst selten. Die Uhr hat ein Kompensations- oder scheinbares Kompensationsrostpendel, Stahl- und Messingstäbe, ein Sekundenpendel. Was ist ein Sekundenpendel? Sekundenpendel ist ein Pendel, das von der Aufhängung bis zum Schwingungsmittelpunkt in der Messinglinse 1 Meter beträgt und 30 Halbschwingungen in der Minute garantiert oder macht. Also sehr genau einzustellen ist. Man kann eine derartige Uhr sekundengenau einstellen bei richtiger Behandlung und Wartung. Ja, Ignaz Feldmann, ein Wiener Uhrmachermeister, 1801 geboren in der Nähe von Horn in einem kleinen Dorf namens Dahlein, hat 1833 wurde er Wiener Meister und sollte Mitglied der Wiener Großuhrmacherzunft bleiben bis 1855, also somit 22 Jahre. Hat 1835 eine Köchin namens Josepha Wank geheiratet, lebte in der Josefstadt und ist 1858 im Alter von 57 Jahren verstorben. Die Uhr hat eine wunderschöne Proportion, verfügt über den üblichen Ankergang, über eine Schneideaufhängung, eine feine randrierte, feuervergoldete Lünette, Email-Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger und hat auch ein entsprechend großes Gewicht. Sie ist in allen Teilen original. Wir legen großen Wert auf die schonende Restaurierung. Wir schleifen die Gehäuse nicht. Wir schauen darauf, dass wir die Patina wieder auffrischen, wieder beleben, ohne, wie gesagt, die Gehäuse zu schleifen. Leider machen das mittlerweile auch manche Museen und wird in so einem Fall natürlich die Uhr entwertet, weil man der Furniersubstanz Substanz wegnimmt. Ja, eine sehr, sehr schöne Uhr, etwa 150 Zentimeter lang. Und der Ignaz Feldmann ist auch in unserer zweibändigen Publikation Die Wand- und Bodenstandort der Habsburger Monarchie 1780 bis 1850 nachzulesen, in Band 2. Das ist hier der erste Band, den ich in Händen halte, der Bildband mit über 1000 Fotos und im zweiten Band eben über 14.000 Biografien von Uhrmachern, Groß-Kleinuhrmachern, die im Kaisertum Österreich tätig waren. Wenn Sie uns besuchen wollen, wir führen über 25 Uhren, Pendeluhren in unseren Beständen hier auf 400 Quadratmeter. Freuen wir uns jederzeit, wenn Sie uns besuchen, und gibt sogar einen Gratisparkplatz in der Nähe für Sie. Und von der U-Bahn-Station, wenn Sie öffentlich kommen, am Stephansplatz sind wir 3 Minuten zu Fuß entfernt.